Ja, ich bin Stefan aus Dortmund. Ich bin jetzt 42 Jahre alt, oder so gut wie. Und, ich komme aus Dortmund. Ich trage beidseitig, Cochlea-Implantate, die Sonic-Prozessoren, einmal seit 2006 und 2017 dann vollständig halt beidseitig. Das hat mit einem Hörerlebnis zu tun, prasselnder Regen. Ich könnte mich da reinlegen. Ähm, das, hat mehrere Dinge, die einfach sternmäßig aufeinander zuliefen. Ursprünglich habe ich normale Hörgeräte getragen. Meine Schwester, und ich, wir sind halt genetisch bedingt, halt, ab Pubertät schwerhörig geworden. Mittlerweile haben beide halt Cochlea-Implantate und, natürlich habe ich mich an die Hörgeräte erst einmal noch geklammert. Ähm, Schlussendlich sagten meine Kollegen auf der Arbeit: „Lass doch mal deine Hörgeräte noch mal nachstellen, du hörst schon wieder so gut wie gar nichts.“ Und da war auch für mich der Punkt erreicht, dass ich mir einfach sagte und auch meinen Kollegen sagte: „Ich werde jetzt nicht einfach zum Akustiker gehen, ich gehe jetzt zum HNO und lasse prüfen, ob das überhaupt noch mal Sinn macht.“ Und dann beim HNO, da kam dann hinter nach der Messung die Ärztin zu mir hin und sagte: „Wir müssen uns mal über Alternativen zu Hörgeräten unterhalten.“ Und, aufgrund dessen, ging das dann ratzfatz, dass ich das erste Ohr dann halt implantiert bekommen habe. So als wäre nie was anderes gewesen. Ich kann es anders einfach nicht umschreiben. Wenn ich sowas wie die Hörpatten gehabt hätte, wäre es schön gewesen. Ich habe aber den Vorteil gehabt, dass ich meine Schwester halt griffbereit hatte, die halt da auch 3 Jahre entsprechend Vorlauf hatte und entsprechend halt, auch dann mir doch durchaus hilfreich, ratgebend dann noch zur Seite stehen konnte. Weil ich einfach anderen Leuten genau das geben möchte, was meine Schwester mir damals mitgegeben hat, halt, ja, im Zweifelsfall an der Hand nehmen und da durchführen, dass man anderen Leuten zeigen kann, Ertaubung ist nicht das Ende. Es geht noch weiter. Ja, das war, als ich gerade in der Abheilungsphase meines zweiten CIs war. Das heißt, Hörgeräte konnte ich auch nicht drauf tragen. Das heißt, das verbleibende Ohr hat den Hörturbo in dem Moment eingelegt, wie man so schön sagt. Und, da fing es dann an zu regnen. Und wirklich 'n regelrechtes Gewitter, was kam. Und wir hatten draußen ein rostiges Geländer und der Rasen war nicht gemäht. Und ich denke: „Ja, gehst mal ans Fenster, so ein bisschen frische Luft durch Regen halt.“ Und als ich dann mit einmal erkennen konnte, fällt der Tropfen Regen auf das rostige Geländer, fällt es auf den Rasen, fällt es auf den Stein. Also, mir standen die Tränen im Auge. Erwartet nichts, es kann nur besser werden. Und wenn ihr Angst habt, irgendwie euer Restgehör zu verlieren, seid gewiss, ihr habt eh nur noch so wenig Gehör, dass sich da gar nicht mehr lohnt, irgendwie drüber zu sprechen. Darum gibt's die Implantate. Das heißt, man kann nur gewinnen. In der Zukunft jetzt, eigentlich weniger, weil ich habe eigentlich bis jetzt alles erreicht, was ich erreichen wollte. Und ich habe jetzt einen richtig geilen Job, hätte ich mir vorher gar nicht zugetraut. Und, ich hoffe einfach, dass es direkt auf diesem Wege auch weitergeht.